Welche sind auch hier, wie wo die Alterstas und die Schriftgelehrte Stephanus festnehmen und vor den jüdischen Rut brachten, woran wir sie wird Arichtheit? Nee. Wir es was Juden eingemahne bekräften. Zu sein, wir haben am Gehirn Laste wird gegen Gott und gegen Moses reden. Und sie regen dort Volk und die Alterstas und die Schriftgelehrte ab und sie stellten auch falsche Zeugnis jeweils an. Stephanus wird komplett ohne Schuld. Und wir werden auch zwei Hauptanklagen, was diese Männer gegen Stephanus brachten. Die erste Anklage oder Accusation, dort Stephanus laste wird gegen dort Gesetz Moses reden deit. Nämlich, dort er prüft die Verschriften, die Moses, die Israeliten geluten hat, zu ändern. Aber um zu beweisen, dass er nicht schuldig war, brauchte Stephanus die Schriften von den 5 Büchern Mose zu wiesen, wo die Israeliten die wären, die gegen Moses gelastet hatten, durch ihren Ungehorsam Gott gegenüber. Und die zweite Anklage wird, dass Stephanus laste wird gegen den Tempel reden deit. Dass er Menschen verteilt hat, wo Jesus den Tempel durchbrechen würde. Hat Jesus der mal gesagt? Nicht wirklich, nee. Die haben seine Wirt genommen, die verdreht. Und die sagen, Jesus will den Tempel Gottes durchbrechen. Jesus sagt, brech diesen Tempel durch. Und in 3 Tagen will ich dort weiter abbauen. Und Johannes sagt, er redet über von seinem Körper. Und Stephanus war mit Gottes Halb und Weisheit zitierte dann das Alte Testament, um zu wiesen, dass die Juden waren arg wären und dass sie selbst nicht schuldig wären. So wie wir sagen, hatten die Israeliten Gottes Geboten nicht gehalten und haben selbst den Heiligen Städt ihre Horten verreinigt und gelastet. Stephanus leitet Gott durch am Reden, aber die Juden nehmen seine Wert nicht ab. Als sie das alles hielten, dann schneit an dort durch dem Hort, wie es Gottes Wort wir, und sie knarschten die Tänen ewig an. Und dann schrien sie in vollem Holz, hielten sich die Uhren tau und morchten alle teglich ab am Los und schmeiten am Üterstadt rüt und steinigten am. In vielen Werk früher, wenn Stephanus ohne Tadel war, wenn er komplett ohne Schuld war, und wenn Gott durch am können Wunder tun und sein Wort verbreiten, so dass Menschen durch Jesus fangen. Woran leitet Gott den Juden am Fuß nehmen und am Steinchen? Und ich sehe, wie es Gott was Wunderbares geplant hat damit. Und dann gebe ich Ihnen ein bisschen Hausaufgaben. Und hier soll in Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 54, was sagst ich lesen. Und von dieser Verse, diese Frau proben zu beantworten, was wir Gott sein Plan. Was wir Gott sein Plan, woran leitet Gott das alles tun? Was will er du durch tun? Und nie will ich sagen, was die für Antworten haben. Ja. 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 Ja, absolut. So, wir losen gut. Eine Usag, woran sie am Anbringen deuten, wie es Gott zu ihre Horten reden deit. Aber eine Stelle dort reichte, dann haben sie ihre Ohren teu gemerkt zu Gottes Wort. Und brachten am Arm. Was glaube ich noch? That's right. Das ist interessant, wo das Christentum schaffen wird. Die Meier Kinder Gottes verfolgt worden, die Meier nimmt das Tau. Ist das nicht interessant? Wie uns Menschen sagen, guck mal, diese Menschen, obwohl sie verfolgt wurden, die sind wahrlich, ihr ganzes Leben in alles Hand zu geben. Wann das fehlen wird.
Die glauben wirklich an dem, was sie sein oder wer ihr Leben ganz angeändert hat. Die glauben, das ist wird. Das ich war für Christus gestorben. Ich war alles tun, was ich kann für Christus, um sein Wort zu verbreiten. Und Menschen sein das und die sein Kimmel. Das, was diese Menschen haben, obwohl die verfolgt wurden, dort war ich. Und also, dann verbreitet Gottes Wort nach Busia. Und das ist ein Grund, was wir kurz betrachten werden. Und das wird der Anfang von wo die neutestamentliche Gemeinde verfolgt wird. Diese Verfolgung hat den Christen geholfen, Gottes Wort wieder in Busia zu verbreiten. Apostelgeschichte 8, Vers 1 sagt uns, dort nur Stephanus' Steinigung fing eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem an. Und sie werden über ganz Judäa und Samaria verstreut. Bitte die Apostel können noch in Jerusalem bleiben. Und dann Vers 4 sagt, die verstreut werden, gingen alle Wege und predigten dort Wort. Wie es sei nie versteht werden, können die Christen nicht mal bloß in Jerusalem bleiben. Dort ist für uns möglich, taub zu bleiben. Wie dort zu bleiben, was uns möglich ist und was uns leicht geht. Aber nun müssen sie von Jerusalem wieder. Die können nicht mal bloß taub bleiben. Die müssen in andere fremde Länder nie für Christus schaffen. Und ich finde das sehr interessant. Ich sehe mir nur sagen, dass diese Christen dafür beten, dass Gott an der aufmerken wird, um sein Wort zu verbreiten. Und Gott hat die Gebete gehört und Leid an verfolgt worden. Verstreut worden. Gott beantwortet Gebete für ein ganz anders, als wir uns vorstellen. Aber seine Wege sind immer so viel besser als unsere. So viel Heche als unsere, sagt Gottes Wort. Und das ist uns auch, dass wir auch ein bisschen abpassen sind, was wir beten da nicht. Wenn wir beten, fern, Gott hilft uns als Ortskirche, als lokale Gemeinde hier, unsere Umgebung zu richten für Christus. Well, wenn Gott das Gebet dann beantworten wird, und wer weiß, was uns passiert, wir können nur sagen, dort passiert uns, wie es heilweil haben, dass sein Wort verbreitet wird. Gott beantwortet uns die Gebete für ein ganz anders, als wir uns vorstellen, und über seine Wege sind besser. Und noch ein Grund, warum Gott Stephanus Leid festgenommen und gesteinigt worden, wir dort Leben von einem Mann zu beeinflussen. Wer wir dort? Durch Stund wie diese Menschen ein junger Pharisäer. Wer wir dort? Saulus, Amen, die sind bildreich. Ja, der plotische Bibel sagt Saul. Kriegst du aus der englischen Bibel, Saul? So, wenn ich von Saul reden darf, dann weißt ihr, wer das ist, das Saulus. Ja, um Saul sein Leben zu beeinflussen, kriegt er, was ans Thema von der sein. Und wir wollen Sauls Leben betrachten, um zu sein, wo seine Vergangenheit als einer der Christen verfolgen, sein Leben Luther als Christ beeinflusste. Zum Anfang, wo wir Sauls Leben betrachten, er Christ wir. Apostelgeschichte 7, Vers 58. In Apostelgeschichte 7, 58 ist das erste Mal, wo Saul in Gottes Wort erwähnt wird. Und du sagst, und die Juden schmeiten Arm, nämlich Stephanus, aus der Stadt rüht und steinigten den Arm, und die du Zeugnis geben, läden ihre Kleider an für einen jungen Mann, Saul. Ein Bibellehrer erklärt, wo dieser junge Saul vielleicht sogar ein bisschen überdartig war, und dort hat vielleicht all am jüdischen Rut war, wegen einer muss wenigstens dartig sein, um so ein Amt aus der zu kriegen. Und wir weiten dort Saul auch Schuld und Stephanus ihn dort hat, wie aus der Juden ihre Kleider bei am Leiten, da meint das, hey, wir ein von denen. Die leiden dort, währenddem sei Stephanus steinigten. In Kapitel 8, Vers 1 sagt uns auch, Saul wir damit anverstehen, dass sie am Tod mögen. Dort wir am ganz Gott ist dort. Da wir fair. Und vielleicht
wie das erste Mal, wo Saul mitgehalten hat, ein Christ zu verfolgen. Und ich nehme an, dass er nicht Salz, einen Stein nimmt. Er soll die Kleider abpassen. Aber er hat trotzdem Schuld an diese ganze Sache. Und Stephanus hat sein Leben sehr beeinflusst. Sehr. Und ich will ein paar Punkte erwähnen, wo das passiert ist. Erstens, sagt Gottes Wort an, dass nur Stephanus' Tod fängt Saul selbst an, Christen zu verfolgen. Apostelgeschichte 8, Vers 3 sagt, Saul überprüfte die Gemeinde verstehen und ging von Haus zu Haus und schlug Manne in frühes Weich und leite anstalten. Manne in frühes. Wir reden nicht, das sagt hier nicht von Kingen, aber wo sind die Kinder dann geblieben? Und dann waren wir in Kapitel 9 überspringen down, sagt er in Verse 1 und 2, Saul überschnauf noch einmal um sich und traf den Herrn seine Jünger zu morden. Er brachte an. Er ging dem hohen Priester und frug ihm eine Brief an der Judenschalen in Damaskus, dort wann er durch irgendwem ab diesen Weg fängt, auf Mann oder Frühes, er dann können geborgen in Jerusalem bringen. Saul hat wahrlich geglaubt, dass indem er Christen verfolgte, er Gottes Willen tat. Er lud aus der Juden in Jerusalem anbringen wollen, wie es er selbst Christ wird. Vertalt er im Bett eben, wo er erst einmal wo er gesonnen wird als Jud. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 22. Wir wollen von der noch viel über Apostelgeschichte lesen, so wenn jemand lesen will, dann werden wir Apostelgeschichte uploaden. Apostelgeschichte 22, die Verse 3 bis 5. Er vertelt, wo er als Jud wird, wovon der Mensch er wird. Er sagt, ich sehe ein Jud, in Tarsus in Sizilien geboren, aber an dieser Stadt bei Gamaliel, an der Lehr abgewaschen in die Nähe vom vaterlichen Gesetz belehrt worden, und wir ewig Gott seine Sache. Wird Gottes Sache? Das wir eigentlich nicht. Grüße aus je von der sind. Ich habe diesen Weg bei am Tod neu gestanden, habe Manne in frühes Fass genommen, gebangen und eingestappt. Dort konnte der hohe Priester und der ganze Rot mir ja geben. Ich krieg von an auch Brief an die Breite in Damaskus und ich ging kann, sogar die du wohnen mit Ketten zu bringen, in Jerusalem zu nehmen, um durchgestuft zu werden. Saul ging ganz bei Damaskus, Christen zu verfolgen. Da wir nicht mal zufrieden, bloß die in Jerusalem anzubringen. Die werden all verstreut. Die werden vielleicht mal nicht ganz so viel durch. Wir müssen wieder gehen. Und ein Bibelforscher erwähnt verschiedene Gründe, woran er das tut. Erstens, die Christen vorzunehmen, die von Jerusalem verleiten. Sicher zu merken, dass Christentum nicht so bosig forsten wird. Und dass sie einen Raub unter den Juden in Pharisäer nehmen wird. Und diese letzte Ursache, ich glaube, ist das ganz Größte. Dass sie einen Raub nehmen wird. Er sagt selbst in Apostelgeschichte 26, Vers 9. Apostelgeschichte 26, Vers 9. So dacht ich zu einer Zeit auch, dass ich alles, was möglich wäre, gegen Jesus Christus von Nazareth seinen Namen tun muss. Und wenn wir uns selbst kicken, dann würden wir vielleicht auch an was der Dinge denken können, rechte Dinge denken können, die wir mal getan haben, wie es wir zu einer Zeit anders dachten als von der. Aber dann Luther mögt Gott unsere in Uhren ab, so dass wir selbst sein können, wo reich wie wir. Und kriegt das als Saul auch passiert, als Jesus ab dem Weg nach Damaskus begegnen wird. Das lesen wir in Apostelgeschichte 9 weiter. In Apostelgeschichte 9, Verse 3 bis 5. Durchscheint mit einmal plötzlich ein Licht vom Himmel über Saul. Und er fiel aber Erd und hielt eine Stimme am Sein. Saul, Saul, woran verfolgst du mich? Und Saul frug, Herr, wer bist du? Und der Herr sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst.
In diesem Moment wird Saul dort endlich deutlich, dort, wo er deit, nicht gegen Christen wir, dort wir gegen Gott salz. Er deit Gott verfolgen. Nu kann er endlich sein, wo artig wir. Und wenn Gott uns wiesen der, dort wie artig sind, oder nur artig wären, weil er hand dort wie, wo möglich dort proben, reichte mir an, so dass Gott uns besser brauchen kann. So dass Gott Beziehungen heilen kann, Verhältnisse heilen kann. Manchmal sei wie artig. Und dann verlangt dort Demut. Ein Mensch zu gehen in sein Kimmer, ich wie artig. Ich dachte, ich wäre reich, aber nie sage ich wäre artig. Kostet mir dort zu Geld helfen? Das ist, was wir tun sollen. Wenn Gott uns das wiesen, dass dort wir artig sind oder artig wir in Walle haben, dort wir so gut als wir können, die Dinge reich machen. Durch seine Bekehrung wird Sauls Leben ganz anders. Ganz verändert. Und das von hier wieder, wo viele Bibelforscher am nicht mehr Saul nennen, über Paulus. Saul als Hebräisch, Saul als Stolz, Saul als ein großer Mann. Paulus als sozialen Nomen, aber dort als Griechisch. Von hier wieder teilt er sich gleich mit all den anderen Menschen, sogar die Griechen, sogar die Heden. Nicht als sei Paulus. Nicht was grautet, aber mal ein Geräten Gott in den Händen. Nur Apostelgeschichte 13, Vers 9 wird er niemals mehr Saul genannt. Er wird ein neuer Mensch geworden. Dort wird er vorher wir nicht mehr. Er wird nie geworden. Ein Krieg davon redet er auch in 2. Korinther 5, 17. So soll es uns alle gehen, wenn wir Jesus annehmen. Wir wollen was nicht. Jesus sagt sogar, er wird uns ein nicht Namen geben. Das hat er hier getan für Saul. In seiner Vergangenheit überbrach Folgen. Gute und auch schlechte, und wir wollen nicht als Wasser von diesen Folgen betrachten. Eine Wahrheit, was ich von dir sein kann, als Sünden bringen immer Folgen mit sich. Immer. Und das sei wie in Sauls Leben. Erstens, wie es die Christen verfolgt hat, wird dort für viele Christen schwer am Lute zu vertrauen. Das habe ich auch gut verstanden. Als Hananias von Gott geschickt wurde, nach Paulus zu gehen, oder damals nach Saul zu gehen, für ihn zu beten, dort er seine Jugendlich war der Träg kriegen soll, dann sagt Hananias zu Gott, das lese ich aus der Apostelgeschichte 9, Vers 13 bis 15. Apostelgeschichte 9, 13 bis 15. Hananias sagt, Herr, ich habe viel von diesem Mann reden hier, wo viel Schulden er deine Helge in Jerusalem zugesagt hat. Und er hat hier Vollmacht von der hohen Priester, all die festzunehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte ihm, gut, dus ich habe mich als Handlanger gewählt, meine Namen für die Völker Königs und die Kinder Israel zu bringen. Und dann, als Paulus dann war sein können, dann blieb er in Damaskus, wo er an ihrer Schellen von Jesus predigen deed, in Bibel gelehrte glauben, dass er wenigstens für 3 Jahre durchgeblieben ist. Durch in Damaskus Gegend und hat Jesus gepredigt. Er ging dahin, um Christen zu verfolgen, vielleicht aus einem Empfängerlist für Jesus Christus. Hast du nicht was Wunderbares? Das, was Gott tun kann. Für 3 Jahre blieb er durch, Gottes Wort zu verkündigen. Und dann ging er in Jerusalem. Apostelgeschichte 9, Vers 26 sagt uns, Apostelgeschichte 9, 26, als er nur Jerusalem kam, dann braucht er mit der Jünger zu kommen. Aber an, diese Jünger, die hatten Angst von ihm. Und sie glaubten nicht, dass er wirklich ein Jünger war. Ich habe gut verstanden.
Dann sagt Gottes Wort über Barnabas, nein Arm, im Bracharm der Apostel und seht an, wo Paulus hingewesen ist, den Herrn gesehen, und mit am Gerät hat und wo er in Damaskus furchtlos an Jesus in den Namen gepredigt hat. Und liebe Geschwister, wie kann von Barnabas lernen? Er weiß, was von der Vergangenheit Paulus hat und was er alles getan hat gegen Christus. Aber er sah auch, wo Gott sein Leben ganz verwandelt hat. Also hat er ihm vertraut. Und wo ist es mit uns? Wenn Menschen sich bekehren, dann sei wie die als neue Menschen an Christus, als wahre Geborene Seilen, was Gott nie lieb haben und Gott deinen dann. Oder sei wie bloß ihre vergangenen Sünden. Wenn Gott Menschen ihre Sünden weichnimmt und am tiefsten Meer schmieden wird, soll wie dann, die war der Rütfaschen? Jesus sagt, nee. Vergib die auch. Wenn die dort nicht tun, dann war ich die auch nicht vergeben. Wenn Gott die am tiefsten Meer geschmierten hat, dort ist nicht unsere Abruf, die durch Rüte faschen. Dort der Satan fertig, aber nicht wie. Wenn Kinder Gottes oder Menschen sich bekehrt haben, dann sind die nie Menschen. Nie Menschen. Geschwister im Herrn. Zweitens, wie es Paulus die Christen so verfolgt hat, wird er selbst für Christus verfolgt worden und ungefähr Lieden machen. Als Hananias mit Gott von Saul geredet hat, sagt Gott in Vers 15 und 16 von Kapitel 9, Gott sagt, go, wie es als Hund lange gewählt, meine Numen für die Völker Königs und die Kinder Israel zu bringen, dort los wie all, und dann sagt Gott, wie es ich will anwiesen, wofür er wegen meiner Numen leiden mag. Paulus wird selbst feilen machen, wo dort feilen wird, um für Christus verfolgt zu werden. Und in 2. Korinther 11, 24 bis 26 listet Paulus auf, was die Dinge, die er für Christus durch muss. Er sagt durch Kapitel 11, 2. Korinther 11, 24 bis 26, von den Juden habe ich 5-mal 39 Häfe gekriegt. Nicht 39 Häfe gekriegt, 5-mal 39. 3-mal ward ich mit Stangen verheft, 1-mal ward ich gesteinigt, 3-mal schlug mein Schäbte Wrack, ein Tag und eine Nacht brach ich ab dem Deupen Meertau. Ich habe viel gereist, ich sie durch Rifasch und Gefahr gewas, und Gefahr durch Rebasch, und Gefahr mang der Juden, und Gefahr mang andere Völker, und Gefahr an Städte, und Gefahr an der Wildnis, und Gefahr ab dem Meer, und Gefahr mang andere Brüder. Wenn wir uns bekehren dann, obwohl wir nie Menschen geworden sind, folgen trotzdem viele physische Konsequenzen mit uns im Leben. Dort können Gesundheitstrubbles oder Probleme sein, wie es wie vielleicht erst einmal Schmieke werden oder Trinker werden oder Drogen missbrauchten. Vielleicht haben wir Probleme an der Familie oder an der Nachbarschaft, wie es uns Raub erst einmal so sehr schlecht wird. Und niemanden wir proben, andere Menschen dort beizubringen, dort wir anders sind. Und das geht lang. Paulus hat für 3 Jahre ständig für Jesus geschafft, und die Jünger, die wollen am trotzdem nicht glauben, dass er nie anders wird. Und ich würde noch viele andere Dinge erwähnen können, aber was ich betonen will, ist, dass Sünden Folgen bringen sollen. Und dann Luther, wenn einer sich bekehrt hat, blieben viele von den Folgen nach. Das sind die Konsequenzen. Das ist, was die Sünden tut. Aber Gott will uns damit helfen, kriegt es halt Paulus tut. Gott hat ihm geholfen, diese Folgen zu drehen. Drittens, Paulus' Vergangenheit hielt ihm als Christ demutig. Als Pharisäer, wie er seine Beruf über seine Ausbildung und seine Leistungen. Als junger Mann kann er all am jüdischen Rot sagen, was für ein großer Mensch wie er nicht. Er sagt in Apostelgeschichte 22, Vers 3, ich sei ein Jud, in Tarsus in Sizilien geboren,
aber in dieser Stadt begaben an der Lier abgewassen in Geneve, im puderlichen Gesetz, belehrt worden, und wir ewig um Gott seine Sache. Er verteilt der Juden hier, wo ihr einmal dort ging, er wie ein großer Mond. Wenn wir nu diese Wert mit 1. Korinther 15, Vers 9 vergleichen, nu redet er von, wo sein Leben ist als Kind Gottes. Ich sehe der geringste von der Apostel und sie dort nicht wird, ein Apostel genannt zu worden, wie es auch Gott seine Gemeinde verfolgt hat. Wenn wir ab der Zeit treten, dann, wie den Herrn denken, dort demütigt uns, dort der bloß. Wir seien all die Wege, wo wir Gott im Menschen verlatzt haben, und wo lade ich ans Leben ohne Gott wir. Wir seien, wo alles, was wir wären, in deinen actually nicht wird, hat. Antwortet immer langsamer, deutlicher, was Paulus in 1. Korinther 15 sagt, über der Gott seine Gnade, sie ich von der, was ich sie. Dort wie kann Kinder Gottes sein. Saul hielt sich für was Großes, wie es Christen verfolgen deit, über Paulus sah, wo gering sein vergangenes Leben eigentlich wir. Der Apostel Paulus, wie ein welches Gerät in Gott seine hängt. Gott hat ihm könnt ab 3 verschiedene Missionsreisen brücken, wo er überall nie Kirchen anfangen kann. Du hast kein anderer, der so viel im Neuen Testament geschrieben hat oder Leid geschrieben als ihm. Aber ein Paulus wie ein Saul. Ein jüdischer Pharisäer, der eine Zeit den Herrn seine Jünger zu morden treibt. Menschen kämen Aschelige Kinder Gottes werden umgebracht wegen Paulus. Seine Vergangenheit als einer der Christen verfolgen hat sein Leben Luther als Christ beeinflusst. Auch vielleicht hat ihm kein anderes Ereignis mehr betroffen als Stephanus' Tod. In sein Leben in Apostelgeschichte 22 lesen wir, wo das Ereignis noch klar in seine Gedanken wird. Er sagte Gott, er betete Gott, bete gesagt in Vers 20, Apostelgeschichte 22, Vers 20, in aus den Knecht, Stephanus, sein Blut verguten ward, stund ich dabei, und hat mir gefallen daran, und postne da ihre Kleider ab, die am Tod mir um. Nur dem dort er so viele Sachen, gute Dinge für Gott getan hat, als Kind Gottes, dachte er nach einmal drei und dort, wo er gegen Stephanus steht. Gott leitet Stephanus gesteinigt worden, wie es er weiß, dass das Ereignis Sauls Leben beeinflussen wird. Gott will Saul ein Paulus merken, wird nie merken. Ein Mann Gottes, der Jesus treu dienen wird, in einem Tag für ihn sterben wird. Und wir alle haben eine Vergangenheit, wie Christus annehmen, haben wir Dinge getan oder gesagt, whatever, wie finden wir uns noch schämen da? Von jemand kriegst du jeder sagt. Weißt du, von den Folgen drehen, wie finden wir noch einmal? Die sind noch da. Aber Gott sei Dank, dass er uns helfen wird, unsere Folgen zu drehen. Unsere Vergangenheit soll uns an Gottes Gnade, Leib, Kraft und durch sein Denken halten, der uns elendet Leben und was Wunderbares verwandelt hat. Mit dem Gott seine Königreich bühen will. Wenn ich drei denken da, und die Person, die ich wir, ich in Christ wir, dass Gott die Person rauben wird,
um ein Gerät in seine Hände zu wollen. Als das meist nicht zu glauben. Aber dort wird Gottes Liebe dort. Dort wird Gottes Gnade dort. In Jesu Blut dort. Gott sei Dank.